Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Kapitalmarkt-Updates im sonnigen Mai. Und sonnig blicken wir auf die Performance der Kapitalmärkte im April. So unpassend erscheinen dazu Worte wie Irankrieg, Ölkrise, Inflation, Verschuldung, Wirtschaftsabschwächung, um nur einige zu nennen. Der Blick in den Rückspiegel offenbart eine heile Welt. DAX plus 7%, Nikkei plus 16%, S&P plus 10,5% Anstieg, einen positiven Verlauf seit 5 Wochen und der stärksten Monatsperformance seit November 2020. Dow Jones mit einem Plus von 7% und auch die Nasdaq mit einem All-Time-High bei knapp unter 25.000 Punkten und einem Monatssaldo von plus 16%. Noch immer nicht genug? Der Halbleiterindex legt im April 38% zu. Und das alles bei einer Volatilität im S&P 500 bei 14% und ziemlicher Furchtlosigkeit, denn mit 63 Punkten ist der Fear and Greed Index im mittleren, gierigen Bereich. Alles total relaxed, oder? Ja, diesen Eindruck muss man gewinnen, wenn man sich die Quartalsergebnisse der US-Unternehmen ansieht. Über die Hälfte haben schon ihre Zahlen abgeliefert und der Trend ist bis dato wirklich beeindruckend. Allein im Tech-Bereich haben über 97% der Unternehmen die Gewinne über den Schätzungen abliefern können. Auch die Gewinndynamik ist in diesem Sektor weiter steigend. Aber davon gern ein anderes Mal. Was die Börsen treibt, ist allein der Glaube an einen Superzyklus, getrieben durch die massiven Investitionen in künstliche Intelligenz. Darauf liegt der Fokus und solange hier alles läuft, werden andere Herausforderungen bis dato verdrängt. Die Investitionspläne der großen Hyperscaler bleiben jedenfalls nicht nur beeindruckend, sondern weiter steigend. Wie ihr in der Grafik seht, wurden die CapEx-Schätzungen schon heuer um 40 Milliarden US-Dollar nach oben revidiert und für nächstes Jahr um weitere 165 Milliarden US-Dollar auf über 1,1 Billionen Dollar. Und das ist mehr als doppelt so viel wie letztes Jahr. Und in diesem Sog profitiert vor allem der Halbleitersektor mit dem stärksten Anstieg seit dem Jahr 2000 und mit ihm natürlich vor allem die Aktienmärkte in Korea und Taiwan als Hauptlieferanten der unverzichtbaren Hochleistungschips und der Komponenten. Diese Dynamik lässt alle Analysten die Zukunft noch rosiger sehen. Der Jackpot für IT waren im März die Kursrückgänge am Aktienmarkt bei gleichzeitiger Erhöhung der Gewinnschätzungen. Wie sehr sich die größten IT-Unternehmen optisch verbilligt haben, nämlich von einem 40er GV in Kürze halbiert und somit so günstig wie vor dem KI-Boom, seht ihr in folgender Grafik. Die entscheidende Frage wird sein, ob diese hohen Gewinnschätzungen in den nächsten Quartalen auch realisierbar sein werden. Umsätze sollen fast zweistellig pro Jahr wachsen, Gewinne um das Doppelte und die Margen, die 2025 bei rund 16% lagen, sollen bis 2027 auf fast 21% steigen. Da reden wir nicht von Effizienzgewinnen, sondern von einer breit angelegten Verbesserung der Rentabilität über Unternehmen und Branchen hinweg. Wird schon klappen, oder? Und das Oder ignoriert der Markt im momentanen KI-Boom. Der Irankrieg zeigt keinerlei Anzeichen einer nachhaltigen Lösung. Die Hormuzstraße ist gesperrt, Wirtschaftswachstum wird weltweit nach unten revidiert, Inflationserwartungen steigen und die Notenbanken bekommen immer weniger Anreize für Zinssenkungen. Die Brent Futures für Dezember 2026 stiegen über 90 US-Dollar und seit Beginn des Irankriegs hat sich der Preis für Kerosin verdoppelt, was nicht nur zu höheren Ticketpreisen geführt hat, sondern auch zur Stornierung von 12.000 Flügen im Mai. Die verfügbaren Sitzplätze sind von 132 auf 130 Millionen gesunken. Die Kerosinpreise haben auch die Luftlinie Spirit Airlines nach 33 Jahren Betrieb mit 17.000 Mitarbeitern in den Konkurs geführt. Die Wahrscheinlichkeit einer Öffnung der Straße von Hormuz mit Ende Juni lag Mitte April bei Polymarket noch bei fast 90%. Momentan sind wir unter 40% gesunken. Und wie schnell die globalen Ölreserven bei Fortbestehen der aktuellen Situation zur Neige gehen, zeigt die Grafik von Neuen Point Partners. Meldungen über Ölrationierungen in asiatischen und afrikanischen Staaten werden medial eher ausgeblendet. Noch ein Blick auf die Benzinpreis-Futures zeigt keinerlei Entspannung. Und das in einem Umfeld, wo gerade einkommensschwache Haushalte mit geringen Sparquoten schon jetzt überproportional unter der Inflation leiden. Und sie werden wohl
noch weiter leiden, denn der nächste Inflationsschub wird über die steigenden Nahrungsmittelpreise kommen. Denn rund 70% der amerikanischen Landwirte können sich die notwendigen Dünger nicht leisten. Ein schwacher Trost. Damit leidet auch die Zustimmung an Trumps Wirtschaftspolitik. Fassen wir zusammen, die Aktienmärkte haben die Furcht im März, jetzt durch die KI-getriebene Berichtssaison, total abgelegt und befinden sich in einem euphorischen Passt-schon-Modus. Jedes Oder wird derzeit ignoriert. Neben den angesprochenen Oders, der Erdölpreise und der steigenden Inflation hätte ich noch einiges im Petto. Das sind zum Beispiel die 30-jährigen Renditen in den USA wieder über 5% gesprungen. Aber davon gerne ein anderes Mal. Alles Liebe, euer Uli.